Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man den Enhanced Grid Module von Strike Industries bei einer SIG P365 installieren tut. Da vorab zum Sagen, die Installation ist eigentlich bei jedem Modell gleich. Also egal welche Variante man von der P365 hat. Die einzige Ausnahme ist einfach bei den Modellen, die über eine manuell bedienbare Sicherung verfügen. Dort muss man noch ein paar Schritte mehr machen. Wir zeigen euch das gerade bei so einem. Was man braucht für die Installation, allgemein gesprochen, ist einfach ein 2,3 mm Durchschlag und halt einfach ein passender Hammer, muss auch nicht verrückt sein. Und dann, wie gesagt, eben bei diesen Modellen mit Sicherungen wäre es einfach von Vorteil, wenn man einfach noch einen Markerstift hat. Am besten ein Dremel mit einem Aufsatz zum Schleifen, etwas Feines, nichts Grobes. Und zum Auskorrigieren vielleicht einfach so eine kleine Feile. So, dann machen wir zuerst mal Platz. Und dann fangen wir an, indem wir euch zeigen, was man für Modifikationen machen muss bei diesen Modellen, die eine Sicherung verfügen. Bei den Modellen, die über eine Sicherung verfügen, muss man beim Griffstück da hinten, man sieht es ganz leicht, ist schon vormarkiert. Das ist einfach der Teil, wo man halt rausnehmen muss, damit dann überhaupt die Sicherung reinpasst. Oder? Und da muss man halt einfach selber wegschleifen. Oder? Am besten geht es halt einfach, weil es ist wirklich sehr fein gezeichnet, wenn man das mit dem Marker markieren tut und dann eben mit dem Dremel rausfeilen tut. Oder? Also, sprich, das ist halt nicht so einfach zu machen und zeigen gleichzeitig, oder? Man tut da ganz fein am Rand entlang tut man da einzeichnen. Ich empfehle einfach ganz einen dünnen Stift nehmen und ich würde nicht auf die Linie zeichnen, eigentlich eher innen dran, damit es halt einfach, wenn man es nachher weggeschliffen hat, dass man keinen Rückstand sieht vom Stift. Und ich empfehle es wirklich jedem, dass man das einzeichnen tut, weil man sieht es wirklich fast nicht und sobald anfängst feilen oder schleifen, kann es einem schnell passieren, dass man es halt einfach die Linie nicht mehr sieht und dann kann es dann halt einfach sein, dass man zu wenig, das wäre noch nicht so schlimm, aber es ist auch gut möglich, dass man dann eben zu viel abschleifen tut. So, tut man das so einzeichnen. Und dann, wie gesagt, macht man das am einfachsten mit dem Dremel. Ich tue mich jetzt schon entschuldigen, falls es halt einfach ein bisschen laut wird vom Motor vom Dremel. So, wie ihr gesehen habt, bin ich eben zweimal kurz ein bisschen ausgerutscht. Das ist mir eigentlich wirklich nur passiert, weil ich die Kamera
vor meiner Nase habe, während ich das am machen bin. Wenn man das selber macht, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wichtig ist, wenn man es fertig gemacht hat, dann ist es einfach zu empfehlen, jetzt ist es voller Staub natürlich, dass man das dann putzen tut, entweder halt mit einem Kompressor, mit einem Luftspray oder halt ja, einfach das Zeug rauspusten. Oder ja, und das ist die Modifikation, die man machen muss, damit die Modelle mit der Sicherung reinpassen. Jetzt tun wir da noch schnell ein bisschen putzen. Moment schnell. Das Griffstück tun wir auch noch schnell. Ich mache das jetzt gerade einfach mal mit einem Luftspray. Ich habe einen Kompressor zur Hand. Und ja, also wir können jetzt da noch ein bisschen besser abschleifen, damit es nicht so Ding ist, nicht so Fötzeli dran hat, aber jetzt aus Videozweck mache ich das jetzt nicht, dass es nicht zu lang wird. Oder? Ja, dann geht es weiter zu der Installation. Für die Installation tun wir zuerst sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist. Sprich, wir nehmen jetzt das Magazin raus und die Kammern überprüfen. Gut. Jetzt tun wir mal den Schlitten hinten arretieren, indem wir ihn halt einfach hinterher bewegen und den Schlittenfanghebel aufdrücken. Dann können wir den Schlitten wieder loslassen. Und jetzt tun wir den Hebel gegen vorne bewegen. So. Und jetzt können wir den Schlitten demontieren. Also sprich, wir gehen hinten, Schlittenfanghebel runter und wir nehmen den Schlitten raus. Dann drücken wir den Schlittenfanghebel wieder aufdrücken, damit wir den wieder in Position einrasten können. Und jetzt müssen wir den Pin durchschlagen. Für das brauchen wir eben den Durchschlag. Vielfach geht es von allein und sonst hat man ja eben noch den Hammer zur Hilfe. Dann tut man einfach mal durchdrücken. So. Bei dem spielt es keine Rolle, wie er reingeht. Der ist beiden Seiten gleich. Den tun wir jetzt mal auf die Seite. Und jetzt können wir die FCU rauslupfen. Und zwar von hinten. Den wir einfach ein bisschen anlupfen. Und dann ist zu empfehlen, wenn man es anlupfen tut, dass man da die Hand da hin tut und greifen tut, dass halt einfach da nichts aus der Position geht. Dass man es so heben tut. So. Und jetzt können wir schon bereits die Neugriffschale nehmen. Die wird von vorne eingefädelt. Man sieht es da, da hat es so Widerhäkchen. Also schauen wir, dass wir mit dem Abzug anfangen, den hier einfädeln tut. So. Dann drückt man es einfach wieder ab. So. Und dann tun wir den Stift wieder rein. Und wenn das nicht von Hand geht, kann man da auch wieder den Hammer und den Durchschlag zur Hilfe nehmen. Aber meistens geht es wirklich von Hand. Schauen, dass auf beiden Seiten etwa gleich raus schaut. Und jetzt können wir schon bereits den Schlitten wieder ran tun. Für das müssen wir den halt jetzt wieder gegen oben bewegen. Damit das geht, tun wir da den Schlittenfanghebel nochmal schnell aufdrücken, dass der in Position geht. Schlitten einfädeln. Nach hinten. Schlitten arretieren. Den Hebel gegen vorne bewegen. Und jetzt halt einfach wieder daran denken, der Mechanismus ist gespannt. Also nochmal schnell kontrollieren.
und entspannen. Ja, und so installiert man die Griffschale.